Hallo liebe Freunde, ihr habt Lust zu einem kleinen Winterspaziergang bei knackigen 15 Grad, aber strahlenden Sonnenschein? Na dann, begleitet mich einfach. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und später beim Selbst ausprobieren. Frankenberg, früher unter anderem eine der Städte der Barkaswerke, habe ich als Ausgangspunkt für diese knapp 4,5 Kilometer lange Rundtour gewählt. Wem das zu kurz ist, der hat mehrere Möglichkeiten zur Verlängerung. Dazu später mehr. Doch jetzt starten wir am Stadtrand. Ich habe die Merzdorfer Straße gewählt. Wem es zu suspekt erscheint, hier am Rande der Stadt zu parken, der kann selbstverständlich auch den offiziellen Parkplatz in Sachsenburg nutzen. Wenige Meter laufen wir zunächst parallel zur Autobahn und schon stoßen wir auf die Straße, welche wohl eher ein Sträßchen ist, am Damm. Wir finden die ersten Hinweisschilder, nämlich Richtung Sachsenburg, welchen wir zunächst folgen wollen, und unterqueren die Autobahn. Auf der anderen Seite angekommen, entdecken wir den Schilfteich. Klar, jetzt im Winter gibt es nicht wirklich viel auf dem zugefrorenen Teich zu erspähen. Idyllisch finde ich ihn trotzdem. Obendrein hat vor allem er und einige weitere Teiche, welche dereinst um die Stadt existierten und für die Fischzucht angelegt wurden, Frankenberg von Spöttern den Spottnamen Seestadt eingebracht. Und jetzt gibt es überhaupt nichts mehr zu erzählen, außer den himmlischen Tag und den Weg zu genießen, übrigens bei jeder Jahreszeit. Lediglich einmal müsst ihr unterwegs aufpassen und nicht einfach den anfangs asphaltierten Weg nachrennen, sondern in der Rechtskurve gehen wir geradeaus, wobei die Schilder ja auch groß genug sind. Obendrein, wer sich nicht sicher fühlt, der kann wie immer die GPS-Daten mittels der Links zu AutoActive und Komoot gern herunterladen. Ihr findet diese wie immer unten in der Beschreibung des Videos. Doch jetzt lasst die Seele baumeln. Bei der Mündung vom Lützelbach in die Zschopau erkennen wir langsam aber sicher die Sachsenburg. Über diese Problematik haben wir ja bereits gesprochen, deshalb erspare ich euch und mir an dieser Stelle Wiederholungen. Nichtsdestotrotz, wir stoßen vorbei am Parkplatz schließlich erneut auf das Gelände der ehemaligen Spinnerei und einem der ersten KZs in Sachsen. Und jetzt steht ihr vor einigen Entscheidungen. Ihr könnt euch zum einen anschauen, was von der Gedenkstätte besteht. Variante 2, wem diese kleine Runde zu kurz ist, der kann eine weitere knapp 5 Kilometer lange Runde anhängen, welche wir bereits auf der Suche nach der legendären Bergstadt Bleiberg gemeinsam gegangen sind. Version Nummer 3, wir gehen den Wanderweg vorbei am Gelände in Richtung Fußgängerbrücke über die Zschopau. Ihr könnt es selbst lesen, Schaukeln verboten. Und trotzdem ist es ein angenehmer Spaß, über diese Schaukelbrücke zu gehen. Auf der anderen Seite angekommen, gibt es wieder einmal mehrere interessante Versionen. Eine davon nutzen wir heute, denn es ist, wie bereits erwähnt, nur ein kleiner Spaziergang geplant. Zurück in Richtung Zschopau-Lichtenwalde bzw. Frankenberg. Aufpassen müssen wir nur, nämlich, dass wir geradeaus den Fußweg nutzen und nicht auf der schmalen Straße nach oben in Richtung Merzdorf gehen. Und jetzt gilt wieder das Gleiche wie auf dem Hinweg. Genießt den herrlichen Tag und Weg.
Irgendwann stoßen wir wieder auf die Spuren der Zivilisation, nämlich die Steinsbergstraße, welche von Merzdorf herunterkommt. Hier gehen wir links, aber die Beschilderung ist ja auch hier sehr gut und nicht zu verfehlen. An der Autobahn angekommen, steigen wir die wenigen Treppen hinunter, unterqueren diese und genau das nicht. Die Versuchung, einfach weiter dem Weg zu folgen, ist groß, aber wir steigen wieder die Treppen am anderen Ende der Autobahn nach oben. Lediglich auf die Ausschilderung muss man hier ein wenig achten, die ist vorhanden, aber ein bisschen versteckt. Auf der Frankenberger Straße oben angekommen, die wirklich nicht der Rede wert ist, nämlich kaum Verkehr hat, geht's nach rechts. Vor der zweiten Brücke hättet ihr, wenn ihr die Runde verlängern wollt, eine weitere Möglichkeit, nämlich rechts abzubiegen und noch in Richtung Braunsdorf zu laufen. Alle, die nur diesen Spaziergang gehen wollen, nutzen wieder für die letzten 200 Meter die rote Markierung in Richtung Sachsenburg. Und so erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt in Frankenberg.